Herzlich willkommen auf einem weiteren Video der Agavenbrand.com GmbH. Hier auf diesem Channel wollen wir euch jetzt heute mal etwas zum Blanco vorstellen, dem mitunter ältesten Tequila, denn es ist auch die Grundlage eines jeden Tequilas. Je nach Marketing könnte der auch Plata heißen oder Silver. Beim Mezcal heißt er normalerweise Joven, aber das erklären wir dann in einem anderen Video. Genau, und anders als beim Wodka schmeckt Tequila Blanco nicht immer gleich. Nee, wir haben da eine große Vielfalt an Aromen, die natürlich auch mit dem Anbaugebiet zusammenhängen, denn da kommt die Pflanze ganz anders zum Vorschein. Man unterscheidet eigentlich grundsätzlich zwischen den Highlands und den Lowlands. Die Lowlands meist so zwischen 600 und 1200 Höhenmetern oder 800 und 1200 Höhenmetern führen zu einem eher kräftigen, vor allem nach Kräutern schmeckenden Agavenbrand. Okay, die Lowlands, das Valle, also das Tal, steht sozusagen im Gegensatz zu den Höhenlagen Los Altos, wo wir andere klimatische Verhältnisse haben. Gerade so in der kalten Jahreszeit, das ist ja die Trockenzeit, da gehen die Pflanzen in den Notbetrieb, weil es eben auch keinen Niederschlag gibt. Und um dann im Frühjahr, wenn dann die Regenfälle einsetzen, ein Maximum an Nährstoffen aus dem Boden ziehen. Und die wachsen auch langsamer. Die brauchen einfach länger und deswegen werden die auch später geerntet. Stimmt, das wollte ich nämlich noch sagen. Bei den Lowlands ist man dann nämlich Minimum mit 5 bis 6 Jahren dran, bis 8 Jahre diese brauchen, um heranzuwachsen. In den Highlands sind es dann 8 bis 12 Jahre, bis eine Agave tatsächlich erntebereit ist. Ja. Genau, die Landarbeiter, Rimadores genannt, die haben die Expertise zu entscheiden, wann so eine Pflanze reif genug ist für die Ernte. Da kann man natürlich dann noch mit spielen, aber das hat eben auch Einfluss aufs Aroma. Und also die Pflanzen aus den Höhenlagen sind eher blumiger, leicht süßlicher. Das schmeckt man dann auch raus. Ja, genau. Also kann man eigentlich auch direkt schon sagen, für so einen Blanco nimmt man eigentlich sehr gerne die aus den Höhenlagen. Aber grundsätzlich findet man bei sehr vielen Tequilas auch ein Mischverhältnis aus Agaven, die in den Höhenlagen gewachsen sind, und denjenigen, die in den Lowlands gewachsen sind. Nicht zu verwechseln mit Mixto Tequila. Ja, also wir verkaufen ausschließlich 100% Agave Tequila, während der Mixto ja bis zu 49% aus Industriezucker hergestellt werden kann. Ja, das ist werden wir im anderen Video auch noch mal ein bisschen weiter erläutern, aber die Maische wird vor dem Gären noch mal aufgezuckert, in der Regel mit Rohrzucker, ja, was man auch für Rum nimmt, und das ist dann eine andere Qualität als das, was wir hier vorschlagen. Macht den Tequila natürlich auch deutlich günstiger, und wenn man jetzt so ans Exportgeschäft denkt, ist das dann halt auch einfach der Tequila, den man weltweit am häufigsten antrifft. Ne? Zum Beispiel in Deutschland zu 75% vertreten der mit dem Hut, der durch einen zusätzlichen Zuckeranteil natürlich deutlich günstiger wird. Ne? Also muss man halt auch einfach ins Verhältnis setzen. Eine Agave, die da 5 bis 12 Jahre wachsen muss, kann man nicht vergleichen mit Rohrzucker. Ja, und das erklärt auch, warum nun Tequila ein Premium-Getränk ist. Ja, also angefangen mit dem Anbau der Agaven, über den Prozess der Herstellung, was wir anderweitig nochmal erklären, ist es ein sehr aufwendiges Verfahren, und muss man sich mal vorstellen, ja, ob das jetzt Weintrauben oder Gerste, Kartoffeln sind, alle möglichen Feldfrüchte, die zu Alkohol verarbeitet werden, kann man jährlich abernten. Und hier bestellt man Feld oder man sammelt wilde Agaven ein, die 8 bis 25 Jahre bei Mezcal gewachsen sind. Ja, also eine ganz andere Größenordnung. Ja, und damit natürlich auch geschmacklich eine riesige Vielfalt. Ne? Also allein wenn man schon diese Unterscheidung zwischen Low und Highlands sieht. Ja, und dann kommt natürlich auch der Reifungsprozess hinzu. Jetzt bei dem Blanco Tequila eigentlich eher nicht, mit kleinen Ausnahmen. Hier haben wir zum Beispiel einen, der etwas dunkler gefärbt ist im Vergleich zu den anderen. Das liegt daran, dass man nach verschiedenen Regularien Tequila auch einlagern kann und dabei dann eine Färbung entsteht. Der hier zum Beispiel in Holzbottichen, die bis zu 20.000 Liter umfassen können.
Pipones heißen diese Holzbottiche und solange man unter 2 Monaten bleibt bei dieser Vorlagerung, ist es dann eben auch noch kein Reposado, was wir im nächsten Video dann zeigen werden. Genau, und natürlich muss ein Fass aber auch nicht mehr als 600 Liter umfassen. Alles, was drüber ist, wäre sonst nicht gemäß den Regularien. Ja. Ja. So, dann vielleicht nochmal was zu unseren Kunstwerken hier. Ja, genau. Das ist nämlich das traditionelle Trinkgefäß für den Tequila Blanco. Und da haben wir aus unseren Mexiko-Reisen und euren etwas längeren Mexiko-Aufenthalt natürlich auch einiges nach Deutschland gebracht. Und die nennt man Caballitos. Pferdchen. Ja, genau, Pferdchen, und die eignen sich wohl sehr gut für den Blanco. Ja, und ich denke jetzt gegen Ende des Videos wollen wir nochmal unsere Favoriten benennen. Ja, Martin, was würdest du jetzt gerne trinken? Ja, also mein absoluter Favorit gegenwärtig ist der Downer von Cascawin. Dazu werden wir definitiv nochmal ein eigenes Video machen, weil es dazu viel zu sagen gibt, auch zur Distille an und für sich. Absolut. Aber das ist so mein Favorit unter den Blancos. Dann reichst du mir doch mal bitte den Don Ramon rüber. Das ist ein Plata und also geschmacklich gefällt der mir gut, obwohl er vom Prozess her so ein bisschen industriell ist. Ne? Der benutzt den Diffusor. Aber okay, das Resultat ist gar nicht so übel. Mich faszinierte auch dieser Bügelverschluss hier und ja, auch der Verschluss hier oben. Schick gemacht. Ja? Und geschmacklich von einer eher milderen Sorte, aber eben auch mit fruchtigen Noten drin. Und ganz wichtig, bitte auch ein Like da lassen und vielleicht den Kanal abonnieren, das würde uns sehr freuen. Ne? Am besten gleich mit Glocke, weil die nächsten Sendungen kommen und ihr wollt ja auch unsere Angebote aus dem Shop nicht verpassen. In dem Sinne, zum Wohl, Salut. Salut. Und hasta luego.